Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Einst ging ein fröhlicher junger Jäger schnell durch einen Wald, als ihm eine alte Frau begegnete. Sie sagte: »Hallo! Du scheinst sehr glücklich zu sein, aber ich habe Hunger und Durst. Bitte gib mir etwas zu essen.« Der Jäger hatte Mitleid mit ihr, also griff er in seine Tasche und gab ihr das wenigste, was er hatte. Danach versuchte er, seinen Weg fortzusetzen, aber sie packte seinen Arm und sagte: »Hör zu, mein Freund. Ich möchte dir etwas sagen. Ich werde dich für deine Freundlichkeit belohnen. Geh weiter, und bald wirst du einen Baum finden, auf dem 9 Vögel auf einem Umhang sitzen. Schieß auf den in der Mitte, und einer wird tot zu Boden fallen. Der Umhang wird ebenfalls fallen. Nimm ihn mit. Es ist ein Wünschumhang, und wenn du ihn trägst, kannst du überall hingehen, wo du willst. Schneide den toten Vogel auf, nimm sein Herz heraus und behalte es. Jeden Morgen, wenn du aufwachst, findest du ein Stück Gold unter deinem Kopfkissen. Das Herz wird dir dieses Glück bringen.« Der Jäger dankte ihr und dachte: »Wenn das alles passiert, wird es wunderbar für mich sein.« Nachdem er ein Stück weitergegangen war, hörte er lautes Gezwitscher in den Ästen über ihm. Er schaute nach oben und sah eine Gruppe von Vögeln, die mit ihren Schnäbeln und Füßen an einem Umhang zogen und quakten und kämpften, als wollten sie ihn alle für sich allein haben. »Das ist ja erstaunlich«, sagte der Jäger. Genau wie die alte Frau gesagt hat. Er schoss auf sie, und Federn flogen überall. Der Schwarm zerstreute sich, aber ein Vogel fiel tot zu Boden, und der Umhang landete neben ihm. Der Jäger tat, wie die alte Frau ihm gesagt hatte. Er schnitt den Vogel auf, nahm das Herz heraus und brachte den Umhang mit nach Hause. Am nächsten Morgen, als er aufwachte und sein Kopfkissen hob, lag ein glänzendes Stück Gold darunter. Am nächsten Tag passierte dasselbe, und so ging es jeden Tag weiter. Er sammelte eine Menge Gold, dachte aber schließlich: Was nützt mir dieses Gold, solange ich zu Hause bin? Ich möchte die Welt erkunden. Also verabschiedete er sich von seinen Freunden, schnallte sich seinen Sack und seinen Bogen um und brach zu seiner Reise auf. Eines Tages ging er durch einen dichten Wald und kam zu einem großen Schloss auf einer grünen Wiese. An einem der Fenster sah er eine alte Frau mit einer schönen jungen Dame neben sich, die hinaussah. Die alte Frau war eine Hexe und sagte zu der jungen Dame: »Da kommt ein junger Mann aus dem Wald, der einen wunderbaren Preis trägt. Wir müssen ihn ihm wegnehmen, mein liebes Kind, denn es ist besser für uns als für ihn. Er hat das Herz eines Vogels, das ihm jeden Morgen Gold bringt.« Als der Jäger näher kam, bewunderte er die Dame und dachte: »Ich bin schon so lange unterwegs. Ich würde gerne in diesem Schloss rasten, da ich genug Geld habe, um für alles zu bezahlen.« Aber in Wirklichkeit wollte er die schöne Dame besser kennenlernen. Er betrat das Schloss und wurde freundlich empfangen. Es dauerte nicht lange, bis er sich tief in sie verliebte, nur an sie dachte und alles tun wollte, was sie wollte. Die alte Frau sagte dann: »Jetzt ist die Zeit gekommen, das Vogelherz zu holen.« So stahl die Dame es ihm, und er fand kein Gold mehr unter seinem Kopfkissen, denn es lag jetzt unter dem Kopfkissen der jungen Dame, und die alte Frau nahm es jeden Morgen weg. Doch er war so verliebt, dass er nicht bemerkte, dass er seinen Preis verloren hatte. »Nun«, sagte die alte Hexe, »wir haben das Vogelherz, aber wir müssen immer noch den Wünschumhang bekommen.« »Lass ihm das«, sagte die junge Dame. »Er hat bereits seinen Reichtum verloren.«
Aber die Hexe war sehr wütend und sagte, dieser Umhang ist sehr selten und wunderbar, und ich muss ihn haben. Also tat sie, was die alte Frau ihr gesagt hatte, und stellte sich am Fenster traurig. Der Jäger bemerkte ihre Traurigkeit und fragte, »Was macht dich so traurig?« »O, lieber Herr«, antwortete sie, »dort drüben liegt der Granitfelsen, wo all die kostbaren Diamanten wachsen, und ich möchte so sehr dorthin, dass ich nicht anders kann, als traurig zu sein, denn nur Vögel und Fliegen können dorthin gelangen, Menschen können es nicht.« »Wenn dich das alles stört«, sagte der Jäger, »werde ich dich dorthin bringen.« Er zog sie unter seinen Umhang, und als er sich wünschte, auf dem Granitberg zu sein, fanden sie sich dort wieder. Die Diamanten funkelten überall, und sie waren begeistert, die schönsten aufzuheben. Aber die alte Hexe warf ihn in einen tiefen Schlaf. Er sagte zu der jungen Dame, »Lass uns eine Weile sitzen und ausruhen. Ich bin so müde, dass ich nicht länger stehen kann.« Sie setzten sich, und er legte seinen Kopf in ihren Schoß und fiel asleep. Während er schlief, nahm sie den Umhang von seinen Schultern, hängte ihn sich um, sammelte die Diamanten und wünschte sich nach Hause. Als er aufwachte und feststellte, dass sie ihn betrogen und ihn ganz allein auf dem wilden Felsen zurückgelassen hatte, rief er, »Oh nein! Wie hinterhältig Menschen sein können!« Er saß dort, erfüllt von Trauer und Angst, und wusste nicht, was er tun sollte. Dieser Felsen gehörte grausamen Riesen, die dort lebten. Als er 3 von ihnen umhergehen sah, dachte er, ich kann mich nur retten, indem ich so tue, als würde ich schlafen. Also legte er sich hin und tat so, als ob er fest schlief. Als die Riesen zu ihm kamen, trat der erste ihn an und sagte, was für ein Wurm liegt hier? Der zweite sagte, tretet auf ihn und tötet ihn. Der dritte sagte, es ist die Mühe nicht wert. Lasst ihn leben, er wird höher auf den Berg klettern, und eine Wolke wird kommen und ihn wegtragen. Und sie gingen weiter. Der Jäger hörte alles, was sie sagten. Sobald sie weg waren, kletterte er auf den Gipfel des Berges. Nachdem er dort eine kurze Zeit geruht hatte, rollte eine Wolke um ihn und hob ihn in einem Wirbelwind empor. Sie trug ihn eine Weile, bis sie ihn sanft in einem Garten zwischen Gemüse und Kohl absetzte. Er schaute sich um und sagte, ich wünschte, ich hätte etwas zu essen, sonst werde ich schlechter dran sein als zuvor. Ich sehe keine Äpfel oder Birnen, nur Gemüse. Schließlich dachte er, ich kann Salat essen, das wird mich erfrischen und stärken. Er pflückte einen schönen Kopfsalat und begann zu essen. Doch sobald er 2 Bissen heruntergeschluckt hatte, fühlte er sich anders und sah zu seinem Entsetzen, dass er sich in einen Esel verwandelt hatte. Immer noch hungrig fand er den Salat köstlich und aß weiter. Als er eine andere Art von Salat erreichte, bemerkte er eine weitere Veränderung und sah bald, dass er wieder in seine alte Gestalt zurückverwandelte. Nachdem er sich etwas ausgeruht hatte, dachte er, ich werde etwas von beiden Salatsorten mitnehmen. Das wird mir helfen, mein Vermögen zurückzugewinnen und denjenigen, die mir Unrecht getan haben, die Rechnung zu präsentieren. Er machte sich auf den Weg, das Schloss seiner Freunde zu finden, und nach ein paar Tagen des Umherirrens fand er es glücklicherweise. Dann färbte er sein Gesicht braun, so dass ihn nicht einmal seine Mutter wiedererkennen konnte, und trat in das Schloss ein und bat um einen Platz zum Übernachten. »Ich bin so müde, dass ich nicht weitergehen kann«, sagte er. Die Hexe fragte, »Wer bist du und was ist dein Anliegen?« »Ich bin«, antwortete er, »ein Bote des Königs, der den feinsten Salat finden soll, der unter der Sonne wächst. Ich habe ihn gefunden und mitgebracht,
aber die Sonne ist so heiß, dass er zu welken beginnt, und ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn weitertragen kann. Als die Hexe und die junge Dame von seinem schönen Salat hörten, wollten sie ihn probieren. »Lieber Landsmann, lass uns nur einen Bissen kosten«, sagten sie. »Natürlich«, antwortete er. »Ich habe 2 Köpfe davon dabei, und ich werde euch einen geben.« Er öffnete seinen Sack und gab ihnen den schlechten Salat. Die Hexe nahm ihn mit in die Küche, um ihn zuzubereiten. Als er fertig war, konnte sie es nicht abwarten, ihn zu essen, und nahm sofort ein paar Blätter. Sobald sie hinunterschluckte, verlor sie ihre eigene Gestalt und rannte als Esel in den Hof hinaus. Die Dienstmagd kam in die Küche und wollte den Salat nach oben bringen, aber auch sie fühlte sich verleitet, probierte ein paar Blätter und verwandelte sich in einen Esel, der anderen hinterher rannte und das Gericht auf den Boden fallen ließ. Der Jäger wartete mit der schönen jungen Dame, und als niemand mit dem Salat kam, sagte sie: »Ich weiß nicht, wo der Salat sein könnte.« Er dachte, dass etwas passiert sein musste, und sagte: »Ich werde in die Küche gehen und nachsehen.« Als er dorthin ging, sah er 2 Esel, die im Hof herumrannten und den Salat auf dem Boden liegen. »Alles klar«, sagte er. Die beiden haben ihren Anteil bekommen. Er hob die restlichen Blätter auf, legte sie auf das Gericht und brachte sie der jungen Dame. »Ich bringe dir das Gericht selbst, damit du nicht länger warten musst.« Sie aß etwas davon und rannte wie die anderen hinaus in den Hof und brüllte los. Dann wusch der Jäger sein Gesicht und ging in den Hof, damit sie ihn erkennen konnten. »Jetzt wirst du für deine Tricks bezahlen«, sagte er und band alle 3 an ein Seil, um sie mitzunehmen, bis er zu einer Mühle kam. Er klopfte ans Fenster, und der Müller fragte: »Was ist los?« »Ich habe hier 3 lästige Tiere«, antwortete er. »Wenn du sie nimmst, ihnen Futter und Platz gibst und sie so behandelst, wie ich dir sage, werde ich dir alles bezahlen, was du verlangst.« »Natürlich«, sagte der Müller. »Aber wie soll ich sie behandeln?« Der Jäger erklärte: »Gib der Alten 3-mal am Tag eine Tracht Prügel und Heu einmal. Der Nächsten, die Dienstmagd, ist einmal am Tag eine Tracht Prügel und 3-mal Heu. Und der Jüngsten, die schöne Dame, ist 3-mal am Tag Heu und keine Prügel, denn er konnte es nicht ertragen, sie verletzt zu sehen.« Danach kehrte er in das Schloss zurück, wo er alles fand, was er wollte. Einige Tage später kam der Müller zu ihm und sagte, das alte Esel sei tot. Die anderen beiden leben und fressen, aber sie sind so traurig, dass sie nicht lange durchhalten werden. Der Jäger hatte Mitleid mit ihnen und bat den Müller, sie ihm zurückzubringen. Als sie kamen, fütterte er sie mit etwas gutem Salat. Die schöne junge Dame fiel vor ihm auf die Knie und sagte: »O lieber Jäger, vergib mir für all das Unrecht, das ich dir getan habe. Meine Mutter hat mich dazu gezwungen. Es war gegen meinen Willen, denn ich habe dich immer sehr geliebt. Dein Wünschumhang hängt im Schrank, und ich werde dir auch das Vogelherz geben.« Aber er sagte: »Behalte es. Es wird dasselbe sein, denn ich plane, dich zu meiner Frau zu machen.« So heirateten sie und lebten glücklich zusammen bis ans Ende ihrer Tage. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.